Moinsen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Fahrradträger Thule Lift V16. Ja, nun wollen wir erstmal den Unterschied von den klassischen Fahrradträgern zu diesen hochfahrbaren Fahrradträgern zeigen. Hier seht ihr das Beispiel, dass ich die Fahrräder einfach hochhebe auf die volle Höhe. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender und ein bisschen schwieriger, erst recht bei einem E-Bike, obwohl der Akku ausgebaut ist. Ja, hier seht ihr jetzt die Lift-Funktion. Da fahre ich quasi den Auslegearm nach unten, um so viel einfacher die Fahrräder reinheben zu können. Da finde ich die Variante mit dem Lift, um sie hoch und runter zu fahren, die Ebene schon irgendwie ganz komfortabel. Bei mir ist das relativ gut gelöst, weil mein Händler die sehr niedrig angebaut hat, den Fahrradträger. Dadurch schaffe ich es, diese Ebene so maximal 10 bis 15 cm über der Erde runterzufahren. Ja, um sie dann letztendlich wieder in die normale Position, in die Fahrposition wieder hochzuschrauben. Ganz einfach. Dieser Fahrradträger trägt letztendlich nur ein Gewicht von maximal 55 Kilo und da sind zwei Bikes mit jeweils den Batterien natürlich nicht mehr im Bereich des Möglichen. Hier kann man zum Beispiel sehen, wie man die Räder einfach mit einer Ratsche festmacht und löst. Das ist natürlich eine ganz einfache und gute Sache. Dadurch sind sie hervorragend fixiert. Ja, und den oberen Bereich des Fahrrads, den fixiert man dann über diesen Hebel. Dadurch, dass man diesen Hebel abschließen kann, sind die Fahrräder einfach gegen Diebstahl gesichert. Ich für meinen Teil mache immer noch zusätzlich eine Kette mit dran, um die Fahrräder einfach zu befestigen vor Diebstahl. Ja, was bei dem Thule Fahrradträger irgendwie ein bisschen auffällt, dass wenn der leer ist oder auch wenn Fahrräder drauf sind, also man kurbelt ihn runter, dass man im ersten Moment er sich nicht löst. Da muss man ihm einfach einen kleinen Anstupser geben und dann hat er Spannung und ich kann ihn weiter runterfahren. Wenn man den Fahrradträger nicht verwendet, dann kann man ihn relativ einfach hochklappen und ihn mit solchen schwarzen Klemmen fixieren. Und zusätzlich gibt es dann noch so kleine Gurte, um den zusätzlich noch festzumachen. Ja, um das Fahrrad letztendlich nicht nur unten zu fixieren über diese Ratschen, gibt es oben am Gestänge noch zwei Klemmen, um den oberen Teil des Rahmens zu fixieren. Die Vorrichtung an dem Fahrradträger selbst, die ist stufenlos verstellbar, das heißt, man kann da wirklich sich die beste Position aussuchen. Da muss man vor allem darauf achten, dass das erste Fahrrad möglichst weit von dem Fahrradständer entfernt steht, damit man den Lenker nicht umklappen muss. Denn dadurch, dass das Fahrrad dann quasi so ein bisschen schräg steht, von der Wand entfernt, kann man den Lenker einfach da lassen, wo er ist, und er stößt dann oben nicht gegen die Bordwand entgegen, beziehungsweise wenn man fährt, dass dann mit Vibrationen gegen die Bordwand geschlagen wird. Ja, jetzt will ich euch noch kurz die Position zeigen, die der Händler benutzt hat, um das Ding anzubauen bei uns. In der Garage kann man noch ganz gut sehen, dass die Punkte wirklich aufs absolute Minimum runtergesetzt sind. Das finde ich super. Leider ist es bei meinem Nachbarn nicht ganz so gut ausgegangen. Der Händler musste deutlich höher ansetzen. Dadurch kommt die Ebene letztendlich nicht so tief unter dem Boden runter. Und vor allem hat er jetzt wirklich ein Problem, dass er oben an seinem Wohnmobil noch so eine Kante hat. Und diese Kante, die ragt so 5-6 cm raus und deswegen muss er den Lenker von dem Fahrrad einfach rumdrehen und jedes Mal verstellen und hat jetzt immer einen Imbus dabei, muss jedes Mal
Das Ganze umstellen, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir müssen das zum Glück nicht. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Fahrradträger extrem zufrieden. Ist einfach aufzubauen, einfach runterzunehmen die Fahrräder. Top, macht genau das, was er soll. Auf jeden Fall kann ich den Thule V16 auf jeden Fall empfehlen. Kostet aktuell im Netz unterschiedlich zwischen 600 und 800 Euro. Plus Anbau beim Händler. Sicherlich kann man den auch relativ einfach selber anbauen, aber die Außenhülle zu zerbohren, das wollte ich jetzt auch nicht so gern, deswegen habe ich das einen Händler machen lassen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen habt zu dem Fahrradträger, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ja, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ich wollte euch auf jeden Fall noch mal zeigen, wie das bei der Rückfahrkamera aussieht. Denn wenn die Fahrräder da hängen, dann könnte man ja meinen, dass man durch die Rückfahrkamera nichts mehr sieht. Aber genau das will ich euch jetzt noch mal zeigen. Und ich freue mich dann einfach wieder auf das nächste Video. Bis dann. Ciao!